Endlich ist es soweit. Dieser Bergpass stand schon lange auf meiner Liste. Heute fahren wir die höchste asphaltierte Bergstraße Europas, den Col de l'Iseran. Wie die verschiedenen Touren hinauf verlaufen und ob diese Passstraße nicht nur die höchste, sondern auch die schönste ist, das vergleichen wir in diesem Video. Also nichts wie auf. Wir starten die heutige Tour hier im bekannten Wintersportort Val d'Isère auf 1850 Metern Seehöhe, und im Winter ist hier richtig was los. Das Skigebiet Escape Kili mit 300 Pistenkilometern, verbunden mit dem Skiort Tignes, Ski-Weltcuprennen, die auf eine der bekanntesten Rennstrecken der Welt ausgetragen werden, nämlich hier am Face de Bellewaerde. Richtiger Hammer, was hier abgeht. Aber ihr seht auch schon, im Sommer gibt es ja auch gute Stimmung. Viele sind zum Wandern hier oder zum Mountainbiken. Man kann eben aber auch mit dem Rennrad auf den Col de l'Iseran starten, was wir ja heute tun. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, diesen Pass zu befahren, und man kann auch noch tiefer unten im Tal starten. All die Fakten, die es dabei gibt, die gibt es jetzt, während ich die ersten Meter fahre. Auf geht's! Also, jetzt wartet er endlich auf uns, die Superlative der Bergpässe in den Alpen. Wir werden in diesem Video auf sagenhafte 2770 Meter mit dem Fahrrad hinauffahren und dabei verschiedene Klimazonen bis hin zu Schnee durchqueren. Doch erstmal zu den Fakten. Es gibt zur Befahrung des Col de l'Iseran zwei Strecken. Eine von Lans-le-Bourg mit 33 Kilometern und 1371 Höhenmetern, die als entspannterer Aufstieg gilt und landschaftlich nicht ganz so spektakulär ist. Und unsere heutige Strecke, die am Fuße in Bourg-Saint-Maurice beginnt und über 44 Kilometer mit 1866 Höhenmetern bis nach oben fließt. Doch diese Rampe hat einen Haken, weshalb wir auch erst in der Mitte des Anstiegs im Skiort starten. Sie führt vom Tal bis Val d'Isère über eine vielbefahrene Straße mit einigen Tunneln und vielen Baustellen. Wenn ihr die Chance habt, nutzt Randzeiten oder Transport bis Val d'Isère und startet dann den Anstieg. Das machen wir jetzt auch und kämpfen uns hinauf ins Hochgebirge. Wie das gelingt, das seht ihr jetzt. Auf geht's! Jetzt sind wir also voll drauf auf dieser Straße. 1937 wurde dieser Pass eröffnet. Ich finde das immer unglaublich, was sich da die Menschen gedacht haben. Ja, komm, hier über die Alpen müssen wir unbedingt eine asphaltierte Straße bauen. Und was den Pass besonders macht, das sieht man auch hier gerade. Die Wetterbedingungen können sehr schnell wechseln. Wir sind hochalpin da oben und ihr seht, hier links hängt eine schwarze Wolke drin. Rechts ist irgendwie schön sonnig, und die Tour de France musste sogar einmal im Sommer abgebrochen werden bei der Fahrt hier hinauf, weil Schneefall kam. Also es kann sehr schnell gehen, bedeutet, wappnet euch, nehmt eine Regenjacke mit, nehmt ja alles mit, was ihr braucht, um vielleicht auch einer anderen Wetterlage zu trotzen. Jetzt hinauf. An dieser Stelle ein Hinweis zur Kleidung und ein neuer Gutscheincode Explorer10 bei Ryzen, die dieses Video möglich gemacht haben. Wer von euch die Marke noch nicht kennt, Ryzen steht für sehr hochwertige, funktionale Sportbekleidung. Entwickelt in Deutschland, verantwortungsvoll hergestellt, Profiathletinnen und Athleten wie Jan Frodeno, Jonas Deichmann und viele weitere setzen auf Ryzen und brechen dabei Weltrekorde. Klingt hochsportlich, muss aber nicht unbedingt. Ich trage zum Beispiel häufig die Vela-Serie, schlicht, detailreich und angenehm auf langen Touren. Oder die etwas sportlichere Signature-Serie, jetzt auch mit neuen Farben. Besonders empfehlen kann ich euch die Bundle-Angebote, da spart ihr bis zu 15%, wenn ihr Bib-Shorts, Trikot und Socken zusammen bestellt. Und noch ein Tipp, diesen Sommer ist Ryzen auch bei vielen Events am Start. Vom Ironman auf Mallorca über das S-Grail Festival bis hin zu rund um Köln. Alle Details zu den Events und auch meinen Gutscheincode findet ihr unten in der Beschreibung. Nichts wie auf! Jetzt kommt eine kleine Passage bergab und dann wieder rauf.
Wir haben jetzt die Hälfte der Tour gepackt und schaut euch an, in welcher Kulisse wir unterwegs sind. Wir bewegen uns hier auf der Höhe des Skigebiets. Da vorne führen die Skilifte rauf. Wahnsinn, 2000 Meter hoch. Hier ist im Winter richtig Skibetrieb geboten. Und was braucht man für ein Skigebiet? Naja, man braucht Kälte, das merken wir. Es ist deutlich kälter geworden. Und man braucht Niederschlag. Und das seht ihr vielleicht gerade auch, wie die Wolken hier reinziehen. Einfach krass. Also das Wetter wechselt wirklich schnell. Ich habe es ja eben gesagt. Schauen wir mal, wie es oben aussieht. Kommt mit! Und während wir hier so hinauftreten, kommen uns auch einige Radfahrer entgegen. Es könnte sein, dass sie die Route de Grand Alpes fahren. Eine Route, die weit oben auf meiner Liste steht. Sie führt 700 Kilometer vom Genfersee bis nach Nizza über 17 bekannte Alpenpässe, wie auch den Col de Galibier und den Col de l'Iseran. Wer von euch ist diese Route schon gefahren oder hat andere Tipps? Gerne in die Kommentare, während es hier oben immer kälter und auch schroffer wird. Die letzten 500 Meter brechen an. Alle, alle, alle! Boah. Angekommen am höchsten asphaltierten Straßenpass Europas. Und bevor ihr jetzt irgendwas tut und wir euch das Fazit im Vergleich zu den anderen Pässen und die Zeit verraten, erstmal schreibt uns einen Kommentar, gebt einen Daumen hoch. Linus, du hast so geil mitgezogen heute. Es hat Bock gemacht, aber es ist auch eine knallharte Produktion. Ihr seht schon 2770 Meter über NN, damit der höchste asphaltierte Straßenpass der Alpen. Den wollte ich schon so lange fahren. Heute haben wir es möglich gemacht. Jetzt der Vergleich. Großglockner Hochalpenstraße, abwechslungsreicher. Mit der Edelweißspitze, mit der Pastherze, mit diesem Blick auf den Großglockner, den höchsten Berg Österreichs, finde ich nochmal, hat mehr Reiz so landschaftlich als die Straße hier. Der Mont Ventoux, den wir gefahren sind, war deutlich steiler und dann die Hitze oben. Nicht vergleichbar, was die Anstrengung und die Härte des Passes angeht. Und Alpe d'Huez, naja, da fährt man in ein Bergdorf rein und fährt auch wieder raus. Hier hat man die Möglichkeit, auf 2 Rampen hoch und runter zu fahren. Das ist natürlich nochmal eine besondere Situation. Col de l'Iseran in dem Fall eher leichter zu fahren, nicht ganz so steil und eine hochalpine Landschaft, die dann wechselt. Wie wir schon beschrieben haben, die Straße ganz unten würden wir eher meiden. Und jetzt zur Zeit. Wir haben 3 Stunden mit unserer Produktion gebraucht. Ihr habt es gesehen, Luftbilder, Kameras, Winkel etc. etc. Reine Fahrzeit, kannst du die da einschauen, Linus? Ansonsten reichen wir die ganz am Ende dieses Videos einfach nach oder schreiben sie jetzt hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal vielen Dank an Linus, vielen Dank an Eileen hinter den Kulissen. Es hat Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch auch großen Spaß gemacht. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Passvideo wieder. Zum Beispiel hier Sa Calobra auf Mallorca, ein Hammer. Oder hier unten die Großglockner Hochalpenstraße nochmal anschauen. Auch ein tolles Video. Bis dahin und tschüss. Es geht auf die Abfahrt. Da kommt vielleicht ein Uncut-Video für raus. Das könnt ihr dann auch schauen. Tschüss.